Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Guten Tag. Wir sind, genau, moin. Wir sind gerade mit Luca unterwegs. Anja auch am Start. Hätte man jetzt gar nicht gesehen, wenn du es nicht gesagt hättest. Das habe ich mir gedacht und deswegen habe ich es nämlich nochmal gezeigt. Ne? Gott sei Dank. Ja, wir sind schon seit einer Stunde unterwegs mittlerweile. Haben uns... Wir haben ein paar Sachen abgecheckt. Ja. Das meiste war leider nichts, bis auf jetzt gerade ein Haus. Aber da habe ich ein paar Storys zugemacht. Wir befinden uns gerade in der ersten Location. Und, also was heißt wir? Luca und ich. Sabrina wartet gerade draußen, weil wir wollten eigentlich nur mal gucken. Und er ist gerade schon mal gucken gegangen und hat dann diesen Tannenbaum hier gesehen. Und dachte dann so, ach du Scheiße, da wohnt vielleicht doch noch jemand drin. Obwohl das hier echt super lost aussieht, ne? Auch von außen, mega krass. Aber der Tannenbaum, man sieht's, hat auf jeden Fall die besten Jahre hinter sich. Und wenn man sich hier das Wohnzimmer anguckt, also das ist einfach eine Etage tiefer. Die Küche ist einfach noch schlimmer. Guckt euch das mal an. Die Küche war einfach mal hier oben und die ist jetzt einfach im Keller. Also richtig krasse Location. Da ruft schon jemand, oh mein Gott. Einfach mal hier so hingestellt. Und ich bin direkt mit dem Boden hier eingekracht. Also das Stückchen, was noch da ist. Der Rest ist ja schon unten. Es wird eigentlich nur noch von diesem Vinylboden hier gehalten, ne? Irgendwie schon, ja. Heftig, oder? Heftig. Echt krass. Und auch die Küche daneben Ja, an, ne? die ist komplett weg. Die ist einfach weg, Leute. Auch jetzt nichts Besonderes. Das Problem ist einfach, das Haus war schon, oder ich sag mal, die Räume waren schon eine Etage tiefer. Die waren dann auf einmal im Keller. Also das Wohnzimmer war da im Keller, das eigentlich in der, im Erdgeschoss war, ne? Ja. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt erst die Werkstatt. Und Ja. die müssen wir am Hellen machen. Ja. Daneben ist noch ein Möbelhaus. Wie ihr merkt, wir planen gerade unsere Weiterfahrt. Wir werden jetzt ein Stück Auto fahren müssen. Wollen auf jeden Fall noch mal eben ganz kurz anhalten, um uns zu versorgen. Und dann geht es auf jeden Fall weiter, ne? Den Bauernhof können wir auch im Dunkeln. Genau, das können wir auch im Dunkeln machen. Also es wird auf jeden Fall heute auch ein spannender Resttag, wo wir euch auf jeden Fall noch mitnehmen. Also Viel Abfahrt. Spaß. So, wir sind angekommen an der nächsten Location und es ist halt einfach mal ein Autohaus. Jede Menge Fahrzeuge, die noch da stehen und einfach hier die Werkstatt. Und einfach alles hier offen. Ne? Da hinten haben wir auch gerade schon gesehen, offen. Alles frei zu. Ja, und hier hinzukommen war auch kein Ding. Ist das zu groß oder was? Vielleicht ist zu groß, ich passe da nicht durch. Ich hab zu lange Beine. So, Leute, wir sind drin und hier ist sowas von zugestellt alles, ne? Das riecht richtig krass nach Werkstatt und schaut mal, es ist einfach komplett zugestellt. Das sind Radkappen vom Nissan. Darunter nur noch Reifen, oder? Ja, Reifen. Und ihr seht hier, es sieht für mich so aus, als wenn hier jemand den ganzen Müll abgeladen hätte, ne? Wahnsinn, ey. Da vorne sind die Hebebühnen. Da auch Inspektionsstand. Und was ist das hier? Heizöl. Okay, stehen von mehrere Tanks davon rum. Zuletzt geprüft 2009. 2009. Ein paar Tage her, guck mal auf dem anderen. Das ist ja ein bisschen neuer, ne? 07. Ja? Ja, Das ist ja neuer. 07. Sieht echt so aus wie so ein Lager von der Werkstatt und zeitgleich aber auch eine Müllkippe. Da vorne, und ihr geht gerade schon gucken, sind noch so Büros. Und hier vor mir ist diese Wand, wo man immer das Werkzeug zurückpackt, aber tatsächlich, da ist noch was da. Hier sieht man nochmal die Hebebühne, die hier stand. Und hier sieht man die Werkzeugwand. Und hier ist echt noch teilweise was da. Soll man gar nicht meinen, ne? Wahrscheinlich die ganzen Leute, die hier mal so klauen am Lost Place, konnten die ganzen Sachen wahrscheinlich nicht gebrauchen und deswegen sind die noch da. Und das kann ich mir da nicht erklären, warum hier vereinzelt noch irgendwelche Sachen hängen und andere Dinge wiederum nicht mehr hängen.
Ist schön hier, ne? Ja, ist interessant auf jeden Fall. Und jetzt auf gleich alles wieder weg, ne? Ja. Ja. Schade, ne? Wirklich, ja. Aber die guten Sachen schon weg, wie du sagst, ne? Hier ist so ein Schrank. Da sind Schaltpläne und Werkstatthandbücher drin. Das ist einfach komplett voll. Ich weiß gar nicht, warum man das in so einem Schrank einschließen musste. Hier hängen auch noch die Schlüssel. Vielleicht wurde das ja irgendwie auch zweckentfremdet. Erst vielleicht für Personal und jetzt einfach komm rein da mit den ganzen Ordnern. Nochmal das Spezialwerkzeug, Kraftstoffsystem, das ganze Werkzeug, da vorne das Motorwerkzeug. Alles perfekt sortiert nach dem Sinn und Zweck der Reparatur, ne? Schaut mal, hier ist noch so ein Servicegerät. Richtig dreckig. Irgendwas zum Absaugen, Abbruch, keine Ahnung, was man damit machen konnte. Vielleicht ein Ölwechsel oder so, ich weiß es nicht. Wer es weiß, kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber da was zum Absaugen ist, würde ich mal vermuten. Vielleicht, ja, Motoröl, ne? Hier ist auch so ein Behälter. Hier ist aber so ein Ding, glaube ich, ne, das ist doch zum Testen, glaube ich, von den Bremsen und so, oder? Ist das nicht so ein Testgerät, wo du drauf fährst? Ja, ich glaube schon, ne? Es sieht zwar größtenteils nach Mülldeponie aus hier, aber schaut mal hier, zwischendrin sind immer noch die ganzen Geräte, ne? So Diagnosegeräte von Bosch noch hier mit so einem Monitor. Hier auch noch irgendwas. Keine Ahnung, was man damit machen konnte. Ich würde einfach mal vermuten, vielleicht könnte man da irgendwie die Bremswirkung sehen. Ich weiß es nicht. Wer es weiß, kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben. Also meine Vermutung ist ja, dass es eine Mikrowelle ist. Steht einfach dein Essen rein, wird sie dein Programm aus dem Feld. Ja, das ergibt auf jeden Fall am meisten Sinn. Und auch, ne, oder? Hier vorne steht noch so eine Radiowand, ne? Hier waren noch so Einbauradios drin gewesen. Dazu dann Boxen und dann konnte man doch als potenzieller Käufer hier sich die einzelnen Radios anhören, welchen Sound die haben und dementsprechend entscheiden, ob man Radio 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaufen möchte. Schaut mal hier, Luca hat gerade festgestellt, dass in dem Büro noch der Strom funktioniert. Wow, hier ist einfach ein richtig großer Tresor, der hier liegt. Boah. Ich dachte mir gerade, was blinkt da oben rot? Da ist so ein rotes Lämpchen hier. Das ist echt heftig. Ja, auf einmal läuft die Kugel hier. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sogar der Monitor steht noch. Ne? Guck mal, alles so zugänglich hier. Na gut, aber... Auch bei dem ganzen Wasser hier, ne? Ja, das stimmt. Wenn du da reinguckst. Ui. Ja, in die Richtung sieht das sehr feucht aus. Dass hier noch der Strom geht, ey. Boah. Ja, schaut mal hier. Ich denke mal, den Monitor wird man einfach nicht gebrauchen können, ne? Wer will heutzutage noch so einen dicken, fetten Röhrenmonitor haben, oder? Ey, ihr glaubt das nicht, ne? Aber... Ich mach mal wieder zu, ne? Das gibt's ja gar nicht, ey. Krass. Das ist echt krass. Luca, das ist krass. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Heftig. Ja, Leute. Ey, das ist doch mal wirklich komplett überraschend, oder was meint ihr? Geht das Rolltor einfach hoch und runter ein. Ja, hier ist noch der Rest von der Werkstatt. Auch komplett zugestellt, wie man sieht. Reifen, Regale. Wirkt für mich alles so ein bisschen sortenrein, als wenn man das vielleicht alles zum Schrott bringen wollte. Aber letztendlich, ja, ist es dann doch hier alles stehen geblieben, ne? Neon lights flicker in the sky as we cruise past the boulevard. Radio's playing our favorite lies in this old car that still got hard. Leather seats warm but oh so right. Windows down, wind through our hair. Memory lanes in clear sight. Speed of love taking us
Na gut, dann schauen wir uns mal jetzt hier die Büros an. Hier auch noch Radkappen, wie man sieht. Auf jeden Fall das ziemlich alt, so vom Holz. Ui, hier wurde aber die Tür richtig aufgewämst. Und hier war Kundendienstannahme, wie man sieht. Ui, noch ein ganz oldschool Taschenrechner mit Bongdrucker. Hey, hier sind jede Menge Autoradios noch, ne? Ultra heftig, schaut mal, ey. Alles noch in den Regalen drin. Kann ja heutzutage eh keiner mehr gebrauchen, sonst wären die schon längst weg, ne? Hier ging es dann ins Teilelager offenbar. Hier ist natürlich jetzt gerade richtig, richtig dunkel. Da müssen wir gleich nochmal mit der Taschenlampe gucken. Hier sind jede Menge Regale. Aber wir gucken jetzt erstmal hier vorne einmal. Nee. Diese kleinen Wagen, die sind komplett neu. Ja, Wahnsinn, oder? Auch die Radkappen ja alle, ne? Das war hier übrigens so ein Verkaufsregal, ne? Habe ich gerade gesehen. Ah, okay. Du bist hier reingekommen, denke ich mal, ne? Genau, hier bist du reingekommen. Aber normalerweise steht diese Theke da, glaube ich, nicht, ne? Ich glaube, die steht eigentlich gerade so. Ich glaube, die steht hier. Und die hier? Tja, könnte ich mir vorstellen. Ja, könnte auch sein, ja. Hier, genau. Ja. Ja, hier sieht er noch. Gucken konntest, wie bei ATE zum Beispiel. Da hast du einen gewartet, ne? Ja, und das ist der Wartebereich. Können wir mal gucken, Kinder. Ihr seid schon länger dabei und wollt uns unterstützen, dann werdet Kanalmitglied und sichert euch exklusive Vorteile. Zeigt mit einem coolen Logo neben eurem Namen, wie lange ihr uns schon die Treue haltet. Peppt eure Kommentare mit witzigen Emojis auf und helft uns dabei, noch mehr coole Inhalte zu produzieren. Klingt gut? Dann werdet jetzt Kanalmitglied. Hier sieht man den Wartebereich, der ist komplett unter Wasser. Aber das gibt's doch gar nicht. Guckt euch das mal an hier. Wie feucht das ist. Wie kann das sein, dass hier noch was funktioniert mit dem Strom? Das ist schon krass. Hier sind noch solche Hinweiszettel für Finanzierung und Neufahrzeuge, Tuning. Immer so Beratungsbereich. Ne? Ja, denke ich auch mal. Was die wahrscheinlich angeboten haben für Leistungen, sieht man hier nochmal an der Wand. Das ist schon crazy gerade. Hier hast du noch von 2018. 2018. Ja. Gleich kommen Leute und stehen hier und wollen Autos kaufen bei uns. Ich sag's euch, ey. Erstmal sich den Weg frei machen. Ey, schau mal hier ist ja auch noch die ganze Technik da, ne? Ja, aber wie alt das auch alles aussieht, ne? Ja, das sieht richtig, richtig alt aus. Müsste ja irgendwo auch so ein Prüfdatum draufstehen, aber... Heftig, ey. Wofür waren die Geräte wohl gewesen? Gar keine Ahnung, ey. Keine Ahnung. Aber hier geht's noch weiter. Ja. Steht noch mal so ein Gerät. Damit kannst du wahrscheinlich irgendwelche Messungen machen oder so. Sieht ein bisschen moderner aus als das Gerät, was gerade in der Werkstatt stand, ne? Mhm. Kannst du auch so hin und her schieben, ne? Ui, hier geht's nach unten, ne? Das ist gefährlich, wenn man nicht drauf achtet, dann bist du plötzlich ein paar Meter tiefer. Da ist Wasser, da steht Wasser. Ja. Ist so gespiegelt, aber es war ja halt im Endeffekt das Loch drin. Aber dieses Teilelager ist es noch da. Viele Sachen sind hier auf den Boden geschmissen worden, wie man hier sieht. Aber größtenteils ist es leer, ne? Aber es ist schon echt ein großes Teillager, ne? Also wenn man sich so die Fächer anguckt, das sind ja alles so viele kleine Fächer, ne? Das ist schon Kleinteile, ja. viel, ne? Ja. Und hier auf jeden Fall noch die Regale. Teilweise gut gefüllt, auch drüben, wie man sieht, noch viele Sachen da. Hier geht es einfach noch mal weiter mit dem Teilelager in so kleinere Räume, wie man sieht. Und schau mal hier, Anja, guck mal hier, wo ich gerade drin bin. Oh. Ja, hier sind auch noch mal so krass. Sitze, die da hinten liegen. Das ist aber heftig. Auspuffrohre. Schützen. Alles Mögliche hier so, ne? Ja, das ist ja krass hier, ne? Ja, ist noch original eingeschweißt, ne? Das ist ja heftig. Oh, das ist so zusammenklappbar, ne? So eine Rückbank ist Aber das. guck mal bitte diese Farbe, Sabrina. Ja, Aus welchem Jahrhundert stammt das? Ne? keine Ahnung. Was ist denn da hinten noch so eine Tür? Ja, so eine Heizungstür oder so, ja. Wie so ein Kellerraum hier, ne? Hinten, ne? Ja, ja. Hier oben geht es irgendwie noch weiter, Leute. Und ich dachte, das wäre so ein kleines Lager, aber scheint doch ziemlich groß zu sein, wie man jetzt so sieht. Die ist ja vollgestellt. Was? Alles Neuteile, ne? Boah. Ja. Heftig. Du hast eine andere, ne? Ja.
Wahnsinn. Schaut euch das an. Rücklicht hier oder sowas? Alles noch Neuware. Kartonweise da hinten die Ware. Nissan, Ford, alles so. Hier nochmal so ein Ford-Ding. Krass. Dann ist noch eine neue Scheibe. Und ihr seht ja hier, der ganze Boden ist voll mit Ware. Kommen jetzt Benzin neue Scheiben. Boah. Hier ist alles. Hier Ja. ist einfach alles. Eine Rückleuchte hier. Boah, guckt euch das an, ey. Das ist einfach komplett voll. Alles noch reingepackt, ne? Komplett voll mit Ware, alles, ey. Ja, Alles nur in den Kartons. Das ist ja der absolute Oberwahnsinn. das ist ein Wert. Wer hätte damit gerechnet, ne? Hätte ich im Leben nicht Wenn du von außen mitgerechnet. die Vorschuss denkst du, Nee. So, jetzt haben wir ja das Autohaus abgedreht. Das war ja wirklich eine echt mega geile Sache. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg zur nächsten Location. Und zwar soll das wohl was sein? Bunker. Ein Bunker, ne? ja. Ein Bunker. Aber da müssen wir mal gucken, ob das Ganze überhaupt machbar ist oder nicht. Ja. Ist auf jeden Fall jetzt schon stockeduster mittlerweile geworden. Es ging wieder so von jetzt auf gleich, ne? Ja, Gott sei Dank liegt das Licht gerade noch, ne? In der Werkstatt. Das war schon echt kurios. Ja. Oder Also wir haben auf jeden Fall noch ein paar Locations am Start. Also sollte der Bunker nichts werden, dann haben wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen, ne? Ja. So Leute, Luca geht jetzt gerade mal eben gucken. Ich habe jetzt hier mal auf Infrarotmodus gestellt. Draußen ist es ja richtig dunkel. Und bei dem Bunker? Ja, bei dem Bunker ist auf jeden Fall, also was ist bei dem Bunker? Bei dem Haus da drüber ist auf jeden Fall Licht an. Und jetzt wollte er da mal anklingen und mal nachfragen, ne? Genau, ob man das vielleicht legal sich anschauen kann. Weil ja, das ganze Gelände ist auf jeden Fall eingezäunt. Ja, da kommst du auch nicht einfach so drauf. Sollte man vielleicht auch nicht. Auch schon gar nicht, wenn da jemand drin ist gerade, ne? Genau. Aber vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, uns das Ganze legal anzusehen. Das wäre ja cool. Ja, top, ja. Und, wie sieht's aus? Ich mach mal eben ein bisschen Licht da. Ich glaube, er hat immer nicht aufgemacht. Nee. Aber er gibt nicht auf, ne? Das Ganze Aber der wird ja dauert ganz- schon 10 Minuten mindestens. Der wird ja richtig amused sein, dann der Mann oder Ja, das glaube ich auch. die Person, die da drin ist. Ich glaube, Luca, der hatte einfach keinen Bock auf dich. Nee, Anzeige ist raus auf jeden Fall. Die Anzeige ist raus, ja? Finde ich nicht nett. Ja, du hast auf jeden Fall alles versucht, alles gegeben. Alles gegeben, auf jeden Fall, ja. Ich warte jetzt auf die Telefonnummer. Hast du Telefonnummer? Nee, ich warte gar nicht. Achso, ich dachte, da waren irgendwelche Zettel oder so, dass da irgendwie eine Nummer oder so ist. Schade, Aber ne? geht ja rum die Nummer von da. Achso. Na gut, dann ab zur nächsten Location, ne? Würde ich sagen. Wir sind jetzt angekommen bei der nächsten Location. Hier waren wir schon etliche Male gewesen. Zuletzt waren wir... 3-4 Mal mit Chris waren wir zuletzt hier, ne? Genau, mit Chris waren wir zuletzt hier Ja, gewesen. mit Chris schon hier, mit Sebastian waren wir schon hier, Ja, mit uns waren wir hier. mit uns. Und es war eigentlich immer bislang geschlossen. Jetzt hat Luca aber die Info, dass der wohl seit einer Woche offen sein soll. Wir wissen es nicht. Es gibt 3 mögliche Eingänge und wir kontrollieren einfach mal und gucken, was die Sache ist. Genau. So, hier ist auf jeden Fall zu, wie immer. Naja, gucken wir nochmal die anderen beiden Eingänge nach. So, die nächste Tür. Auch auf jeden Fall komplett zu. Nix geht hier, nix. Okay. Tür ist offen. Krass. Also mal eben. Ja, gehen wir in an. Ja, ist offen, geil. Ich habe meine Lampe vergessen, aber egal. Kommst du rein? Was war das denn? Die Bogenklappe. Ach so, ich dachte gerade schon. Toll, ne? Ja, das ist jetzt echt. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Krass, ey. Ja, will der jetzt an der mitmachen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, aber du brauchst auch die große Lampe. Ist der sehr groß? Der Bunker, der ist groß, ja. Ja. Der ist gut, die geht um. Weil ich brauche meine Lampe auch noch auswählen. Ja, ich guck mal. Und hier links, dann rechts, dann links. Strom geht hier auch noch, ne?
Ja. Boah, mein Gott, willst du mich komplett verarschen? Was denn? Mensch, das geht doch nicht. Was ist denn? Was ist denn? Nicht das Gewissen oder wie? Ich habe jetzt gedacht, das wäre jetzt jemand anders. Mein Gott, Anja, ey. Das sieht Was soll denn hier drin sein? wie so eine, keine Ahnung, eine ältere Frau oder Hat so. sich angehört, ne? Oh, mein Hast du die Lampe mit? Nee. Ja, komm. Wir brauchen eine Lampe. Ja, wenn ich schlecht, ich weiß. Wieder sehr aufregend und spannend, ne? Ja, Leute, ich weiß gar nicht, ob ich es gefilmt habe. Wir haben nämlich vor der Tür gewartet gehabt. Und dann musste alles ganz schnell gehen, weil es kommt man dann Autofahrer und Fußgänger und Anwohner. Ja. Du läufst an einem vorbei, Mensch. Was denn? An deinem Geschirr? Die Seife. Mensch. Da ist noch aus der Bunkerzeit. Was haben wir denn hier? Ach Gottchen. Konzentrierter Hund. Schick, schick. Seife. Die alte Seife. Ist das nicht der Seifenfabrik? Von 73, Leute. Sehr, sehr schön. Sogar hier. Abwurfventil leuchtet sogar. Zack. Richtig schön leuchten. Einfach eingepackte Löffel, guck mal. Seife ist auch noch hier, ne? Hier. Die sind komplett neu. Hier Spezialseife. die Seife. Sieht natürlich auch schon dementsprechend aus. Ne? Da ist der Krotan da drüben. Das hier, ne? Ja. Schönes Sogar Desinfektionsmittel. voll. Schon krass, ey. Wie das aussieht. Jetzt die Verpackung von heute, ne? Meinst du, das riecht noch? Man kann ja höchstens den Alkohol durch das Verlust. Oh, das riecht komisch. Riecht so. Riecht eigenartig. So viel dazu. Ich jetzt meine Hände weg. Ganzer Haufen voll mit Klamotten halt hier noch, ne? Ja, aber die ganzen Löffel, ne? Die sind ja noch komplett in Ordnung. Alles für den Eintopf. Ah, eine Größe, ne? Ach, guck mal, da hinten wäre die Küche gewesen. Da vielleicht das euer Bereich. Guck mal, hast du noch im Bett liegen? Ja, so eine Tragesache. Sehr cool. Aber richtig schimmelig, ne? Aber ist ja normal. Ja, die Toiletten sehen eigentlich ganz gut aus, finde ich. Die Ja. haben wir schon mal schlimmer gesehen, ne? Schöne Keramik, ne? Ja, drei Toiletten an der Zahl. Gut aus. Was sind hier so Heizkörper? Ja, ne? Mit Strom. Ja. Strom kann man Nee, da warte mal, das sieht Trocknungsgeräte sind das doch. relativ feucht. Weiß nicht. Guck mal hier, ist das eine Sirene oder so, ne? Ja. Ja. Aber geht leider nur mit Strom. Und hier war abgetrennt dann der Küchenbereich gewesen. Sehr komisch, ne? Das haben wir noch nie so gesehen. Offenbar einfach nur mit so einem Vorhang. Ne? Guck mal, da sind so Ja. Dinger dafür. Und hier entsprechend die Küche. Ne? So, hier sieht man es. Küche. Leuchtet wahrscheinlich auch noch richtig schön. Ja, die Küche an sich nicht, ne? Mach mal aus. Ja. Nee, Küche nicht, aber die Neonstreifen halt. Ne? Ja, bitte diese Ausmaß an, ne? Wie weit es da hinten weitergeht. Ganz schön lang. Ja. Ach Gottchen. Hinter dir auch. Da, die Toilette geht auch an. Luca hat den Lichtschalter angemacht, heftig. Hier. Ne, hier nicht. Doch, da hinten, ja, da hinten. Was mit dem Auto. Ja, Wahnsinn. Am Eingang muss nicht unbedingt sein. Ne. Jetzt macht nicht schön. Du hast die Steckdose. So Handy schön aufladen, oder? Oh, die Kamera.
Ich hoffe, wir haben genug Akkus mit. Das ist aber nur eine Powerstation im Auto. Ja. Hier sieht man auf jeden Fall die Lüfter von der Anlage. Das sieht richtig geil aus. Wow. Ja, die Griffe, ne? Richtig schön. Luftmengenmesser. Ich hoffe, das kann man gut sehen im Dunkeln. Also haben sie im Endeffekt das, was man betätigen musste für den Notfall, haben sie extra mit so Leuchtfarbe versehen, ne? Ja, jetzt Licht aus. Man kann es jetzt hier sehen. Leicht, man sieht es ganz leicht. Ja, ganz leicht. Aber hier auf jeden Fall Schutzlüfter. Und hier oben jeweils die. Lass mal kurz einmal. So, ich glaube, im Nachtmodus kann man es ein bisschen besser sehen, dass es halt am Leuchten ist. Ja, hier haben wir dann den Lüfter, auf der Seite ja auch. Konnte natürlich auch wieder handbetrieben werden, das ist ja klar, im Notfall, ne? Da musste man halt auch mal ein bisschen Kurbeln, ne? kurbeln, ja. Hier ist noch so ein Ersatzfilter, wie man sieht. Steht aber nichts, warte mal, hier ist ein Baujahr von 88, ne? Ja, ich glaube 88. 88, ja. Mich würde mal interessieren, von wann die Anlage ist. Ob das jetzt nur 88 nachträglich oder ob alles hier 88 ist. Also alles zu Zeiten des Kalten Krieges. Ne? Hier sieht man noch die Bedienungsanweisung für die ganze Lüftungsanlage. Im Normalbelüftungsmodus und Schutzbelüftungsmodus. Hier ist noch so ein Anlagenbauplan von dem Luftschutzstollen, aber hier sieht man leider kein genaues Baujahr. Ist auch schon teilweise sehr verwittert. Und hier geht es dann halt weiter mit einem weiteren Lüfter. Noch so ein Filter. TÜV geprüft, 89. Und da wird wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, vielleicht noch so eine Sandfilteranlage sein. Wenn man mal einfach bedenkt, ne, wenn jetzt wirklich der Ernstfall eingetreten wäre, dann hätte man sich hier als Zivilist hinbegeben müssen. Ne? Ich möchte gar nicht wissen, wie voll das hier gewesen wäre. Ganzen Flügel voller Menschen. Die Lüfter, die ihr gesehen habt, die hätten wahrscheinlich auch nicht wirklich gereicht, um hier richtig gute Luft zu produzieren, sondern es wäre wahrscheinlich richtig feucht, drückend gewesen. Hier vor mir war die Notbehandlung. Also wäre hier der Bereich die Krankenstation gewesen. Auch hier zum Abhängen, wie man sieht. Sieht für mich so aus, als wenn das meiste Inventar auf jeden Fall raus ist. Hier stehen vereinzelt noch ein paar Feuerlöscher. Die Lüftungsanlagen, klar, die kann man nicht ausbauen, macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich glaube, alles andere, was für den Zivilschutz an Material hier in dem Bunker drin war, würde ich mal vermuten, ist schon mittlerweile raus. Ne? Wir haben ja gerade noch das Besteck gesehen, ein bisschen Seife, Desinfektionsmittel. Aber ich glaube, so alles Weitere, was vielleicht mal hier war, an Betten, an Decken, das müsste auf jeden Fall alles schon längst weg sein. Du wolltest doch noch so einen Aufruf machen. Oh nein. Komm. Ich habe vom Meister gelernt von Janik. Komm. Grüß dich, ja, was welchen Namen? Ich weiß nicht, welchen Namen. Du weißt genau. Ich kann einen Namen sprechen. Er ist schüchtern, Leute. Er ist schüchtern. Er sucht aber noch eine Freundin. Eine, die nicht eifersüchtig ist, die, wenn er das Hobby auch teilt und mindestens 20 Jahre alt ist. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Bewerbung. Ach ja, die Toiletten. Ja, also in Reihe und Glied für die. Das ist eine schöne Toilette. Ich bei den anderen Bunker, die wir uns mal da angeguckt haben, die waren schon echt ranzig. Ne? Mhm. Hier wären Vorhänge gewesen, wie man sieht. Oh, das ist so eine Klospülung. Das wäre es gewesen, wenn die noch funktioniert hätte. Noch möglich ist alles. Ne? Also das ist ja noch gar nicht, ne? Das ist leer. Ja. Musste man auffüllen. Ja. Mit der Gießkanne. Mit der Gießkanne, Toilette. Wir haben einen Wasseranschluss hier rein. Abwasser, ja. Und Wasser hatten sie auch, aber da wird logischerweise hier die Leitung nicht mehr gefüllt sein mit Wasser. Schön. Schön Toilette, oder was meinst du, Heiko? So, hier geht's weiter. WC Herren, WC Damen. Da haben sie schöne Toiletten und wir haben so. Das reicht ja auch, ne? Aber ihr könnt nichts im Stehen. Schön ab und stehen. Schub, schub. Ach, guck mal, ist nicht alle, ne? Hier auch mit den
Mit dem Drücker, ja. Funktioniert aber auch nicht mehr. Also wenn wir da kriegen müssen, wissen wir, wo wir uns treffen, ne? Treffen wir uns hier? Ja, machen wir. Richten uns ein, Strom haben wir ja. Okay. Doch die Nacht war noch jung und unser Abenteuer noch lange nicht vorbei. Als nächstes lockte uns ein verlassenes Altenheim. Doch was wir in der stockfinsteren Nacht erlebten, erfahrt ihr im nächsten Video.